Hallo zusammen, in diesem Video werde ich das Peltier-Element TEC 2 bis 1906 vorstellen. Wir werden es anschließen, seine Eigenschaften messen und ich möchte es auch mit dem Standard 1206 Element vergleichen, das in Autokühlschränken verbaut ist. Und wir werden dieses Modell in einen Autokühlschrank einbauen und testen, ob es besser kühlt oder ob sich nichts ändert. Denn idealerweise hat diese Baugruppe laut Spezifikationen einen großen Temperaturunterschied zwischen der heißen und kalten Seite. Dort sind idealerweise 82 Grad in den Spezifikationen angegeben, doppelt so viel wie bei diesem hier. Aber bei einem großen Kühlschrank spiegelt sich das möglicherweise nicht wider, das heißt, ein so großes Volumen kann er nicht auf eine niedrige Temperatur abkühlen. Genau das werden wir einbauen und testen. Sein Preis ist nicht gering, das heißt, er kostet nicht nur doppelt, sondern wahrscheinlich viermal so viel wie dieses Modell. Den Link werde ich in der Beschreibung hinterlassen, schaut nach, die Preise ändern sich. Es besteht aus 2 Schichten. Es ist, als ob wir 2 solcher Peltier-Elemente genommen und zusammengefügt hätten, nur in der Mitte befindet sich hier eine einzige Keramikplatte. Das heißt, es ist dünner als 2 einzelne Peltier-Elemente, wenn man sie separat betrachtet. Und die Leistung ist hier so ausgelegt, dass es normal funktioniert. Das heißt, die Mitte wird nicht überkühlt oder überhitzt. Hier ist noch so eine kleine Lötstelle hinzugefügt. Das heißt, der Strom geht von einer Schicht zur zweiten Schicht nach oben. Das ist die Stromversorgung für die obere Schicht dieser Elemente. Deshalb gibt es hier so einen Vorsprung. Die Versorgungsspannung ist die gleiche wie bei diesem hier, 12 Volt, laut Datenblatt bis zu 15,6 Volt, maximaler Strom 6 Ampere, das bei 15,6 Volt. Die Eigenschaften hier und dort sind gleich, das heißt, sie werden in Bezug auf die Leistung gleich sein, daher kann man es einfach ersetzen. Und sein Verbrauch wird genau derselbe sein wie bei diesem Peltier-Element. Nun, jetzt werden wir es anschließen, sehen, welche Seite kalt ist, und es mit diesem Peltier-Element vergleichen. Ich werde die Pumpe einschalten. Hier zirkuliert Wasser durch einen Topf mit einem Motor, damit diese beiden Radiatoren gekühlt werden. Vom Netzteil nehme ich eine Spannung von 12,7 Volt, die dort anliegt. Nun, im Prinzip wird es in Ordnung sein. Das ist ein gewöhnliches Peltier-Element, das hauptsächlich in Autokühlschränken verbaut ist. Es verbraucht einen Strom von 4 Ampere. Die Seite, auf der die Beschriftung ist, sollte sich abkühlen. Hier ist sie kalt. Es kühlt, verbraucht, nun, jetzt 13,8, aber vielleicht weniger, weil die Kabel nicht dick genug sind. Ich denke, ich schließe gleich 2 an. So werden wir sie verbinden und parallel messen. So, ich habe 2 Elemente angeschlossen, beide funktionieren, mein Finger bleibt sofort kleben. Nun, natürlich spürt man sofort, dass es etwas kälter ist. Also, wir warten jetzt ein wenig, bis sie abgekühlt sind, und dann messen wir. -19. Und dieser -2. 0, -1, -5, -6. -23. Aber der Unterschied ist spürbar. -8. -24. Nun, hier berührt man es mit dem Finger, und er bleibt kleben, das heißt, der Finger friert sofort fest, also ist es sofort kalt. Und hier bleibt der Finger nicht kleben. Man spürt, dass es kalt ist, aber das hier ist viel kälter. -20, -6. Nun, ein Unterschied ist da. Beim Rücklauf ist nicht viel zu hören, der Rücklauf zirkuliert stark, er schafft es nicht, einfach warm zu werden, einen Unterschied spüre ich nicht, man könnte es versuchen. Nun, der Wasserkühler ist bei 24. Und das hier ist 23,8, 23,9. Das heißt, die Wasserkühler kommen mit der Kühlung zurecht, daher sind sie ungefähr gleich. Nun, der Unterschied ist spürbar. 24 Grad, -7. Und jetzt versuchen wir mal, es in den Kühlschrank zu stecken und zu sehen, ob der Kühlschrank stärker einfrieren kann.
So, dieses Peltier-Element ist bei mir im Kühlschrank, es hat eine Weile gearbeitet. Nun, etwa 5 Stunden dauerte es bis zur vollständigen Abkühlung. Die minimale Temperatur ist so 8,6 Grad. Im Prinzip hat mein gewöhnlicher 1206 das gleiche gekühlt, daher gab es kein Superergebnis. Nun, vielleicht sinkt es um einen halben Grad tiefer als der 1206, aber den Sinn, es zu wechseln und ein doppelschichtiges Peltier-Element zu kaufen, sehe ich nicht. Bei 12,7 Volt beträgt der Stromverbrauch. Vom Netzteil kommen 4,9 Ampere. Und das sind unsere Ergebnisse. Er steht schon nach vollständiger Abkühlung seit 2 Stunden und die Temperatur sinkt nicht weiter. Er zeigt 8,6, 8,7 an. Der interne Radiator ist natürlich kälter, er hat etwa 6 Grad, und die Luft, die von ihm wegströmt, ist kälter, aber ich verstehe, dass die Wände Wärme abgeben, das heißt, die Kälte entweicht durch die Wände nach außen, deshalb sinkt die Temperatur nicht weiter. Den Link zu diesem Peltier-Modell hinterlasse ich in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen, tschüss zusammen.